es heute leid, also tatsächlich eine große Illustrierte zu kaufen. Das ist diese da mit diesem Himmelskörper, nicht? Kennen Sie vielleicht, der so strahlt, oben links in der Ecke, ne? Die auch mal ganz berühmte Tagebücher veröffentlichen wollten oder auch veröffentlicht haben, teilweise von dem Großmeister Adolf Hitler, ne? Und dann also dort auch auf das Schnauze gefallen sind. Das ist eben übrigens zum Journalismus muss ich nachher noch was sagen. Aber man müsste eigentlich geschlagen werden, wenn man so eine Zeitung kauft und dafür noch 3,50 Mark, 4 Mark oder 4,50 Mark kauft, weil da ist über 60%, teilweise 70% nur Werbung drin. Das heißt, ich kaufe Werbung. Das Ding müsste mir geschenkt werden. Ja? Und die paar Berichte, die da noch drin sind, naja, die finanzieren sich ja aus den Großanzeigen von den Großindustriellen. Ja. Also wozu muss ich noch 3,50 Mark bezahlen? Ja? Gut, 50 finde ich vielleicht, sind sie wert, wenn sie so dick sind, nicht wahr, für den armen Zeitungsfritzen, der damit belastet wird. Ja? Aber inhaltlich verstehe ich das nicht. Die Sache sieht so aus, ich habe mich da irgendwie... Für einen Otto-Katalog zahlt ja auch nicht 3,50 oder 20 Mark, was soll denn das? Ja, nee, da müssen die Leute ja noch den Katalog mit 7 Mark bezahlen, der wird allerdings verrechnet in Salzburgen. Ne? Ja, aber wenn du Otto direkt antelefonierst oder andere Warenhäuser, man will ja jetzt hier nicht für irgendeinen, also für alle, Neckermann, Quelle, haben wir sie alle gesagt, weiß ich nicht, ja, und Pipapo, dann kriegst du den kostenlos zugeschickt, in der Hoffnung, dass du bestellst. Ne? Ja. Das heißt also, hier wird die Werbung tatsächlich als das ausgefasst, was es ist, bloß bei diesen Zeitschriften. Und unsere Leser machen sich natürlich auch Gedanken und sagen, warum wir keine Reklame annehmen. Das kann ich ganz offen sagen, die würden uns auslachen, wenn wir uns wirklich anbieten würden und wir sagen, wir würden denen mitteilen, was für eine Auflage wir haben. Da würden sie sagen, um Gottes Willen, nicht eine müde Mark. Ja, da müssen wir schon eine Auflage von 10.000 und mehr haben und das haben wir niemals, bei Weitem nicht. Und ich sage es immer wieder, versuchen Sie es, Sie werden es nicht bereuen. Wenn Sie die ganzen, das sind ja alles Fortsetzungen, die wir bringen, wenn Sie das alles sammeln, so wird das ein Buch für Ihre Nachkommenschaft. Das können Sie tatsächlich vererben. Da werden Lebenshilfen angeboten, die für jedermann noch in 150 Jahren aktuell sind, mit Sicherheit. Ja, und ich sage mir immer wieder, es wird für jeden Mist Geld ausgegeben, es sollte eigentlich auch dafür Geld übrig sein. Nur um mal, wollen wir ruhig sagen, neugierigerweise, also mal sagen, na schön, was 24 Mark tun wir nicht weh, ich werde tatsächlich mal 12 Exemplare abonnieren. Ja? Das bereuen Sie mit Sicherheit nicht, das kann ich Ihnen vorweg sagen, denn wir haben ja alle angerufen, haben gesagt, wie die Zeitung aussieht, ob er jetzt die Zeitung drucken lässt oder kopiert sie. Wichtig ist der Beitrag, die Beiträge, die er bringt. Der Inhalt ist wesentlich, nicht das Aussehen. Richtig. Ja, und dabei halten wir uns. Nun möchte ich noch etwas zu unseren Geräten sagen, die wir anbieten. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe heute ein Ehepaar bei mir gehabt und sie haben spontan das Gerät, was wir angesprochen hatten vor, glaube ich, 3 Wochen etwa, das so gesagte Sauerstoffgerät, das ist so einfach und so simpel, bloß die Idee als solche ist Gold wert. Man braucht keine Hilfsmittel dazu, man braucht auch nicht, um jetzt nun bessere Luft zu bekommen als Asthmatiker, dann nun irgendwelche Zugaben, die man inhaliert, sondern man inhaliert tatsächlich Wasserstaub. Das ist so fein. Die Düsen kann man nur mit Lupe, also das heißt, die sind dünner wie ein Haar. Ja. Ja, da wird das nun mit aller Gewalt durchgepresst und wird zerstäubt und derjenige atmet das mit Körpertemperatur ein. Man soll es nicht warm einatmen, also Körpertemperatur. Man empfindet es anfangs natürlich, dass es kalt ist, das ist aber nicht der Fall. Ja. Man soll es eben so gesagt, man sagt also, wie sagt der Berliner, Puhblau, nicht? Ja, also, das kann man also an handelsüblichen Wasserhähnen anschließen. Richtig, da macht man die Brause ab, löst man die ab und verbindet das mit dem, das ist ein Steckverschluss, das sind Sie in Minuten angebracht, das ist eine ganz ausführliche Beschreibung, also jeder, der muss gar nicht von Technik Ahnung haben, der schafft das in wenigen Minuten. Ist das fix und fertig, man nimmt das ab und macht die Brause dann wieder ran und wenn man das Gerät braucht, macht man die Brause wieder ab. Das sind alles ein paar Handgriffe in einer Minute gemacht. Ja, und dann kann man damit inhalieren und wir garantieren, das heißt der Hersteller garantiert, dass wenn Sie das exakt, ob Sie nur Asthmatiker sind oder schwere Kreislaufstörungen oder Herzerkrankungen haben, jeglicher Art Gefäßerkrankungen, auch in den Herzgefäßen und so weiter, dass der Hersteller garantiert, wenn Sie das exakt jeden Tag 3 Minuten machen und wenn Sie noch ganz gut machen wollen, morgens 3 Minuten und abends 3 Minuten machen mit diesem Gerät, dass Sie binnen 3 bis 4 Jahre Ihre jugendliche Schaffenskraft wieder erwerben. Na toll. Und ein hohes Alter erreichen.
Denn das ist das Übel aller Krankheiten, der Sauerstoffmangel für uns alle. Den haben wir ja nicht. Wenn wir aufs Fenster gucken, ist überwiegend Beef. Ja? Das hat mich gestern also auch etwas auf der Tagung, ich war ja gestern auf einer Wilhelm Reich-Veranstaltung in der Fachhochschule Wirtschaft, muss man hier ja nochmal sagen, Berlenzische Straße 51 in Berlin-Schöneberg, und da ging es um medizinische Erfahrungen mit Organbehandlung und Vegetotherapie nach Dr. Med Wilhelm Reich. Was mir also auch ein bisschen bei dem Vortrag von Heiko Lassig, der diesen Vortrag gehalten hat, eben gefehlt hat, war so das Eingehen darauf, dass bei Krebs ja eigentlich auch es sich um ein Sauerstoffproblem eben handelt. Und er hat es zwar sehr günstig ausgedrückt, dass diese Leute, die Krebs haben, beispielsweise so ziemlich kontinuierlich an Lebensenergie abnehmen und da auch keine Flammen mehr haben und auch diese Milde haben, jedenfalls die älteren Patienten. Und dass die oftmals also auch dann solche Sprüche drauf haben, ich habe in den letzten 10 Jahren keine Krankheit gehabt, das heißt, sie haben keine Spitzen, sie haben keinen Tief gehabt. Ne? Und das hängt ja damit zusammen, wenn man so will, wenn das Feuer, das lebensenergetische Feuer des Körpers erloschen ist, ja, dann weist das für mich jedenfalls automatisch darauf hin, dass es sich um ein Sauerstoffproblem handelt. So ist es. Jetzt dazu zu dem Gerät vielleicht, was du jetzt angeboten hast, noch eine Frage, ganz einfach, 3 Minuten. Nehmen wir mal an, jemand ist nun sehr extrem und sagt, ich möchte nicht 3-4 Jahre warten, sondern ich möchte in 6 Monaten so jugendlich sein. Ja. Und wenn er das nur eine halbe Stunde macht, passiert da was? Oder, dass es dann 10-mal schneller geht ungefähr. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist auch so, das sage ich auch vielen Menschen, die Natur anwenden, die sollen nun nicht von dem Irrtum ausgehen, dass sie in 14 Tagen, wenn sie irgendein Naturpräparat genommen haben, gesund sind. So etwas gibt es nicht. Wenn man ein Leiden schon 40, 50 Jahre mit sich rumschleppt, zum Beispiel Rheuma oder eine Zuckerkrankheit von Geburt an mit sich rumschleppt, die man wohlbemerkt, ich sage es nochmal, ob man mir das krumm nimmt oder nicht, die medizinischen Wissenschaften sind sehr böse darüber, man kann mit der Natur besser die Zuckerkrankheit bekämpfen, als mit den Mitteln, die für die Zuckerkranken in Umlauf sind. Das ist ganz amtlich, nur mit einer Einschränkung. Der Zuckerkranke hält diese Lebensweise nicht durch. Er sündigt, was er ja auch mit den so gesagten Medikamenten tut, wenn er Medikamente bekommt. Und dadurch fällt immer wieder der Zuckerspiegel. Es ist amtlich bewiesen, wenn man einigermaßen, insbesondere bei alten Diabetes, vernünftig lebt, dass man überhaupt gar keine Medikamente braucht, weil bei den älteren Menschen der Zuckerspiegel schwankt, mal Unterzucker, mal Überzucker. Ja, und das hat mit der also so gesagt erworbenen Zuckerkrankheit gar nichts zu tun. Das ist eine alten Diabetes, die aufgrund falscher und schlechter Ernährung zustande kommt, denn alte Leute sind viele vom Phlegma befallen. Ich bin es notgedrungen, weil ich einen Knüppel haben muss zum Laufen, aber es gibt Leute, die liebend gerne den ganzen Tag in der Bude sitzen und sich kaum bewegen. Ja, was ich nicht tue, trotzdem mir die Knochen wehtun, laufe ich immer noch zur Bushaltestelle, was mir sehr schmerzlich ist, und setze mich dann da auf der gegenüberliegenden Seite noch auf die Sitze und ruhe mich aus und laufe wieder zurück. Mehr wie 50 Meter schaffe ich nicht. Da breche ich zusammen. Und das ist, möchte ich betonen, das ist kein Rheuma oder Gicht, sondern es ist eine Nervenlähmung, die mir der 1000-jährige Kaiser Adolf Hitler beigebracht hat. Ja? Und da ist nichts zu machen. Denn ich sage ganz offen, ich will damit nicht hausieren gehen. Ich habe den deutschen Gruß in Oranienburg gelernt, da gab es noch keine Vergasungsöfen zu der Zeit, das möchte ich betonen, weil man uns ja allen, auch insbesondere unsere alten Leute vorwirft, ja, ihr habt ja das geduldet mit der Vergasung. Ich kann schwören und viele andere, dass ich das erste Mal in meinem Urlaub als Soldat 1942 davon erfahren habe, dass es Vergasungsöfen gibt. An der Front hat man uns das nicht kundgetan. Ja? Und da wusste ich erst, was gespielt wurde. Und da war es auch schon so, dass die Lanzer zum Beispiel in rauen Mengen gerade an der Ostfront gemeutert haben und Jahrtausende von Offiziere, Blaublüter, auf Befehl Hitlers hingerichtet wurden. Und da hatten wir schon damals befasst, als das erste Mal der strenge Winter war, wollten wir Hitler beseitigen. Und das Tolle war, wir konnten machen, was wir wollten. Im letzten Augenblick wurde alles wieder umdisponiert. Wir hatten den Bunker, in dem die Besprechung stattfinden wollten, vermint. Das hieß dann nachher eine Baracke.
Und da musste man schnell bemühen, das wieder abzubauen, damit unsere Leute nicht in die Luft fliegen, wenn sie darin gehen. Nicht? Und unter anderem bin ich auch dabei gekriegt worden, bloß man konnte mir nichts nachweisen. Und ich bin mit dem hausieren gegangen, was ja der geliebte Führer immer gerne gehört hat. Nicht? Ich bin ein Soldat des Führers und. Ja? Damit bin ich hausieren gegangen. Ich hatte liebe Freunde am Wehrbezuchtskommando, die mir gesagt haben, mein lieber Fred, jetzt bist du dran. Du bist so lange rekramiert worden, weil du Feuerwerker ausbilden solltest und. Und jetzt bist du dran, jetzt kommst du an der Front. Du wirst erstmal zu den Kraftfahrern abgestellt, machst deinen Führerschein und dann wirst du Munitionsfahrer übernehmen und so weiter und so fort. Ja, das waren die so gesagten Schlüpfsoldaten mit der Flamme, also eine Kugel mit Feuer draus, nicht? Und dann Schlips drum, die haben uns immer verfrotzelt und dann vor allen Dingen hatten wir alle unser PKW, ich auch. Und wir brauchten nicht so rumzuhopsen wie die Stoppelhopser, aber ich habe zu manch einem gesagt, lieber möchte ich laufen. Ich weiß nicht, ob ich vom Einsatz wieder zurückkomme, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin. Ja. Und wie gesagt, da habe ich dann jedes Mal, wenn irgendwie es kritisch wurde, dann habe ich sogar vor offener Mannschaft, was ja unkragbar ist, auch bei der heutigen Bundeswehr, wenn man sich beim Hauptfeld dem entgegentritt und sagt, was erlauben Sie sich? Ich bin ein Soldat des Führers, ich bin Kriegsfreiwilliger, dann habe ich 21 Tage Bau bekommen, aber der ist an die Front gekommen, das wollte ich ja. Ja, dass der auch mal ein bisschen Luft atmet, wo ein bisschen eisenhaltig ist. Nicht gemocht, ne? Ja, der hat mich nicht gemocht und ich ihn auch nicht, ja, weil er ja verlangt hatte, bin ja als Schwerverwundeter Garnison, ich komme aus der Genesung und mir war es gestattet, sogar Hemd, alles aufzutragen. Kein Schlips brauchte ich tragen, was ja zu meiner Uniform eigentlich sein musste. Brauchte ich alles nicht zu tragen, ich konnte alles aufhaben, aufgrund meiner Verletzungen. Und habe vor allen Dingen Friedensfleischorden gekriegt, also was man so alles kriegt. Nicht? Ich habe immer gesagt, wenn ich eins gekriegt habe, deswegen bin ich immer wieder zurückbefördert worden, weil ich immer gesagt habe, das ist ja sehr schön, das Kreuz, aber ich suche lieber eine Ecke, wo ich meine Klamotten reinschmeißen kann. Schon war es passiert. Und seit diesen Verwundungen hast du also dein Nervenleiden, ja? Das Nervenleiden, ja. Und das ist der Art gemein, das kann man gar nicht beschreiben. Da ist Rheuma und Gicht direkt in der Erholungskrankheit, muss ich sagen. Ja, denn ich kenne die Rheumakranken, die haben Intervalle, die haben auch manchmal Ruhe. Ja. Schübe nennt man das. Ja, das ist Schübe. Und bei mir ist das so, ich habe keine Schübe, sofern ich mich belaste, ist der Bart ab. Ja, da kommen Schmerzen auf, da kann ich machen, was ich will. Ich nehme das Symphytum, was ich wiederholt propagandiert habe, Sie dürfen mich deswegen befragen, ist gegen alle Knochenerkrankungen, Schmerzen der Wirbelsäule, Arthrose, Spondylose und so weiter, alles, was mit Knochen zu tun hat, das ist dafür. Sie dürfen mich gern bemühen, ich sage Ihnen das, dass Sie das sich besorgen können aus der Apotheke. Und wenn Sie einen guten Arzt haben sollten, den ich jetzt habe, dann verlangen Sie es über einen Krankenschein. Genau. Sie kriegen das. Und lassen Sie sich nicht einreden vom Arzt, das bezahlt die Kasse nicht, das sind Lügen. Ich kann Ärzte benennen, bloß ich kann ja von Ihnen nicht verlangen, wann Sie draußen wohnen, dass Sie zu mir rauskommen nach Britz und zu einem Arzt gehen. Ja? Da müssten Sie schon so lieb sein und wenn Sie jetzt einen Arzt ansprechen per Telefon, Sie finden die Ärzte alle auf Seite 12 im Branchenbuch, auch in Ihrem Wohnbereich und dann ruft man mal an, lässt sich das 30 Pfennig kosten und sagt, Herr Doktor, verordnen Sie mir auch Naturmittel und wenn er sagt, natürlich, wenn Sie sie haben wollen, bitteschön, dann ist das Ihr Arzt. Und nicht so, wie es mir gegangen ist, ich bin beim Herzspezialist. Da fällt mir gerade noch was ein, weil du das gerade so schön sagst. Ich meine, wenn jetzt jemand weiß, welches Medikament er für seine Krankheit haben will, das kann er ja bei dir ja fragen. Deswegen haben wir die wunderbare Telefonnummer, ganz viele Tipps hin, wo er das kriegt oder auch günstiger kriegt. Du bist ja auch günstiger. Das ist pass mal auf, es gibt ja einen Trick, fällt mir nämlich gerade ein. Diesen Trick, den gibt es beispielsweise auch bei den allopathischen Mitteln. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht nur bei Naturheilkunde wirkt. Es tut mir furchtbar leid, dass ich einen Trick verraten muss hier vom Fernseher, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, nicht? Ist ganz einfach. Wenn man beim Arzt in der Konsultation ist, dann fragt er einen natürlich oft nach, wie lange man das Leiden hat und so. Und gerade bei Knochen- und Nervensachen sind es ja meistens Sachen, die nicht akut eintreten, sondern die hat man schon ein paar Jährchen. Und dann fragt er eventuell,
haben Sie denn schon Mittel? Ne? Weil er sich ja nicht darüber Gedanken machen will, der Arzt, welches Mittel er nun bei dir ausprobieren soll. Ja, und dann ist doch nichts einfacher, als zu sagen, ja, mein letzter Arzt hat mir Symphytum verschrieben und das hat mir sehr gut geholfen, Herr Arzt, ne? Von Firma Rödler ist das ja. Ja. Also bitte verschreiben Sie es mir wieder. Also wenn man das sagt, dagegen kann man nichts sagen, man ist ja frei auch verkäuflich, ist ja nicht mal sozusagen Das ist Apothekerpflicht, aber frei verkäuflich. Ja, Apotheke, aber es ist, du kannst in eine Apotheke gehen, du brauchst kein Rezept haben, sagst du möchtest, also Symphytum komplex, ne? Ja, und dann kommt das in 2 Tagen. Kann sein, dass, ja, wollte ich gerade sagen, dass es bestellt werden muss, aber du kriegst es innerhalb kürzester Zeit. Nun ist noch Folgendes dazu zu sagen. Ich sage es immer wieder, kann ich ja nicht oft genug sagen, weil ja die Männer niemals zugeben wollen, dass sie älter werden, ja. Da passt ja der Witz wunderbar, nicht wahr? Wir Männer, wir verblühen nicht, wir verduften höchstens mal, nicht? Also es ist tatsächlich so, dass die Männer nie zugeben wollen, dass sie ihre Männlichkeit verlieren. Ja. Dann versuchen sie es mal fremd zu gehen und dann verlieren sie sich bis auf die Knochen, weil es bei der Tante auch nicht geht. Ja, so ulkig ist das. Das hängt nämlich mit der Prostata zusammen. Und ich kann nur alle raten, mit dem 40. Lebensjahr anfangen, zu Beginn das Jahr nicht erst was aufkommt. Wenn Sie nämlich erst mit dem Schlauch im Bauch rumlaufen, um das ganz drastisch auszudrücken, oder sagt man Katheter zu, dann ist der Bart ab. Und man sagt nicht zu Unrecht, eine Frau, die zu einem Gynäkologen geht und der Arzt zu einem Urologen geht, die haben schon den halben Totenschein in der Tasche. Und das ist Tatsache. Das sagt nicht nur Hackedahl, sondern viele, viele andere Ärzte. Und das ist, diese Weisheit, wie gesagt, ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Das habe ich auch in X-Zeitschriften schon gelesen. Und ich schließe mich dem an, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ich nehme jetzt zum Beispiel ein Mittel für meine Prostata. Das nennt sich Harzol. Da wird die Prostata kleiner. Und außerdem kann ich genügend Wasser ausscheiden, was ja die Prostata durch die Vergrößerung versagt. Also man entleert ja nie richtig und das merkt der Prostatakranke daran, wenn er morgens urinieren geht und sich seine Morgentoilette macht und indem, wenn er sich wäscht, dass da nochmal Drang aufkommt, soll er um Gottes Willen nicht so blödsinnig sein und sagen, war ja eben das so Quatsch. Soll es lieber nochmal machen, denn wenn mehr wie 50 Milliliter Harninnenkörper bleibt auf längere Zeit, gibt es eine wunderbare Herzvergiftung. So schnell können die Ärzte ja nicht laufen, wie sie sterben, Herr Nachbar. Mit Sicherheit. Ja? Bei Frauen ist es etwas anders, da vergeht manchmal ein Viertel bis halbes Jahr drüber, aber die können auch an Harnvergiftung sterben, genauso wie die Männer. Und ich kann nur wieder sagen, es ist der Mühe wert, sich darum zu kümmern, um nicht in diese Bedrohung zu kommen. Nun ist noch etwas zu sagen. Mein Herzspezialist ist wirklich, soll auf seinem Gebiet eine Kanone sein. Der hat mich folgendermaßen, aufgrund meiner Bitte hin, hat mir Folgendes zu mir gesagt. Sagt er also, was ich Ihnen gebe, das ist voll meine Sache, was ich Ihnen verordne. Und ich gebe da an keiner Beziehung nach. Da habe ich dann glattweg zu denen gesagt, entschuldigen Sie mal bitte, ich bin Oller Esel mit 75 Jahren. Sag ich lasse mir das nicht gefallen, dass Sie mir so über den Mund fahren. Ja? Sag ich, entmündigt bin ich noch nicht. Sag ich, und ich bestimme. Und wenn es falsch ist, was ich haben möchte. Wenn ich daran kaputt gehe, es sind schon Leute daran kaputt gegangen, die den ärztlichen Rat befolgt haben. Sag ich, also was soll der Blödsinn? Ja? Ich möchte Naturmittel und wenn Sie das nicht können, dann muss ich meinen Krankenschein nehmen und anderswo hingehen. Sag ich, dann dürfen Sie liebend gern meinen Herzschrittmacher überprüfen, wenn er das Gerät da hat. Ich möchte auf keinen Fall wieder ins Neuköllner Krankenhaus zur Überprüfung, denn die haben da wunderbare Tricks, überwiegend die Leute festzuhalten. Dagegen habe ich etwas. Wie meinst du das mit festhalten, dass du dann stationär wir müssen noch mal, also wir müssen sie noch eine Zeit hier, ein paar Tage hier halten. Wir müssen das und das und das, dann kommt da noch ein bisschen mehr zu, bis dann die Krankenkasse wieder ordentlich bedudeln muss. Ja? Und vor allen Dingen ist es ja so, dass die Krankenhäuser geradezu wahre Fabriken sind. Die Ärzte haben es gar nicht mehr nötig zu untersuchen. Das wird alles mit Sono und Mammographie und wie das alles heißt, wird untersucht. Man untersucht heute nicht mehr durch Abpochen, ob Wasser in der Lunge ist oder ein Herzbeutel, durch Abhorchen und so weiter, sondern das wird mit Maschinen gemacht und dann sagt man, wie man es mir gesagt hat, Sie haben eine vergrößerte Prostata. Ich sage, deswegen hätten Sie die schwierige Sache hier gar nicht machen können, das weiß ich alleine. Ja, dass ich Wasser in der Lunge habe, weiß ich auch. Ja, das müssen Sie mir nicht erzählen. Ja, hin und her, das erste war ja gewesen, was ich hier liebend gern immer wieder keue,
Das erste war, der Aufnahmearzt empfing mich, ach, Sie sind ja der Halunke, der uns im Fernsehen in die Pfanne gehauen hat. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ich habe nur das angeprangert, was eigentlich strafrechtlich verfolgt werden sollte, auch bei Medizinmännern. Sage ich, wenn man Krankheiten behandelt, die man einfach gar nicht behandeln kann. Und das ist heute noch immer weit verbreitet. Vor allen Dingen die größte Lüge ist, dass man Krebs dass man in Früherkennung heilen kann. Das sind Lügen. Das, was man heilen konnte, das hat man schon im 14. Jahrhundert tun können, ohne irgendwelche Bestrahlungsgeräte, ob das nur Laserstrahlen sind oder dergleichen. Da haben das Kräutermännlein und Weiblein getan. Da gab es auch noch keine Ärzte. Und ich möchte noch etwas sagen. Die medizinischen Wissenschaften sind aus der Naturheilkunde hervorgegangen und nicht umgekehrt. Die medizinischen Wissenschaften haben mit der Krankheit der Menschen Geschäfte gemacht. Was das Kräuterweiblein, was die Leuten abgenommen hat, das konnte jeder bezahlen. Und das sah es ja früher so aus, dass die meisten waren ja in bäuerlichen Betrieben, die haben dann Butter gegeben dafür, der ollen Tante da was zu essen und dann war die Sache in Ordnung. Ja, heute sieht das so aus, als sie heute in ein Krankenhaus kommen und sie kriegen einen Platz, der 400 oder 500 Mark kostet, was es ja nicht mehr gibt. Sind ja weiterhin teurer. Ein Pflegeplatz, zum Beispiel ein Pflegeheim, kostet nur 7.000 Mark und mehr. Während man die Hauspflege so niedrig ansetzt, dass das arme Luder, der da eine kleine Rente gibt von seiner beschissenen Rente, damit er betreut wird, noch zuzahlt, damit jemand kommt, der in den Badewanne stoppt oder die Wohnung sauber macht, wo das Mittagessen macht. Das so Thema, das hatten wir ja schon mal. Hatten wir schon mal, ja. Weil ich habe mir ja damals vorgestellt, Ja. wenn ich also in ein Hotel gehen würde, und also das ist erstens Billard, zweitens meistens angenehmer, weil der Zimmerservice besser ist. Ja, und da kann der Arzt auch hinkommen. Wenn ich mir überlege, was das denn im Monat kostet, ja, denn ich meine, eine Übernachtung kostet zwar so und so viel, aber wenn ich dann sage, ich bleibe mal ein halbes Jahr, dann machen die mir auch einen Sondertarif, so ist es So nicht. sieht es aus. Und wenn ich dann jeden Tag, selbst wenn ich jeden Tag vormittags einen Masseur mir hole, ne, mittags kommt in der Mittagspause der Arzt vorbei, um meinen Blutdruck zu messen und sonstige Sachen zu machen, und sozusagen am Nachmittag kommt noch jemand, vielleicht ein Chiropraktiker, der mir einen richtigen Ruck macht, dann komme ich, oder sonst irgendwie auch eine Pflege, es muss jetzt nicht immer manuelle sein, aber auch physikalische Therapie macht oder auch jemand, der mich umsorgt oder versorgt. Wir reden ja hier auch von Versorgung, sozusagen Hilfe oder ja, Pflegenotstand im Prinzip. Dann habe ich schon zu tun, 7.000 Mark im Monat auszugeben. Ja, wir kennen Ich meine, ich komme zwar auch ran, ja, aber dann sieht die Sache doch also erheblich besser aus, als wenn man in irgend so eine Heim gefahren wird, wo man mit 3, 4 Leuten vielleicht auf dem Zimmer liegt, ja, oder 2, ja, das reicht ja schon. Und da kommt dann alle, weiß ich, 2-mal am Tag jemand vorbei, ne? Morgens zum Wecken, ne? Und gucken, ob alle noch leben, und abends, bevor sie gehen, auch nochmal gucken, ob alle noch leben. Und das wird dann immer eingetragen und zwischendurch ein bisschen Essen auffahren. Mehr machen die doch nicht, ja. Ja. Und die können auch nicht mehr machen. Ich sage jetzt nicht, dass zu den Pflegern, mir ist ja der Pflegenotstand vom Pflegepersonal her bekannt. Ja. Ja? Und derjenige, der da sozusagen die große Rechnung erstellt, sind ja nicht die Pflegekräfte. Siehe, also Heimpflege wird ja teilweise auch den Leuten gesagt, dass sie bitte doch es machen sollten als sozusagen ehrenamtliche Aufgabe. Ne? Ja. Wenn du dich dann ehrenamtlich um 2, 3 Leute bemüht hast, 1, 2 Jahre, dann kriegst du ein großes Verdienstkreuz oder eine Ehrenurkunde. Ne? Ja, aber das ist doch der Beschiss. Aber nochmal zurück zum Pflegeheim, nicht wahr? Wenn da also jemand eine große Rechnung über 7.000 Mark so aufstellt, dann kann es nicht sein, dass also das ganze Geld oder ein überwiegender Teil des Geldes für das Pflegepersonal aufgewendet wird. Ich kenne ja Stationen hier in Berlin. Das kriegt der Eigentümer. Ja, richtig. Aha. Das heißt mit anderen Worten, das Eigentum oder der Grundbesitz ist hier wieder mal im Vordergrund. Ja, absolut. Das ist ja das Gemeine. Und nicht sozusagen die Behandlung, nicht das Wohl oder Wehe des Patienten, nach dem man ja mal fragen müsste, sondern wieder das Eigentum ist im Vordergrund. So sieht es aus. Das ist doch pervers. Und das ist praktisch so, man zahlt es liebend gerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja keine betagte Mutter mehr haben, dann müsste die ja schon über 100 Jahre alt sein. Tja. Das geht nicht mehr. Aber wenn jetzt ein junger Mensch eine Mutter hat oder einen Vater hat, der pflegebedürftig ist und seine Frau muss mitarbeiten aufgrund der hohen Haushaltskosten. Das dauert keine 14 Tage, kommt derjenige im Pflegeplatz und man bezahlt, als wenn man ein Trinkgeld hinblättert. Aus dem einfachen Grunde, weil es ja nicht die Krankenkassen werden ja nicht belastet. Das ist ja das Traurige. Als alter Knösch darf ich wohl bezahlen für meine gesundheitliche Besorgung, werde aber über das Wohlfahrtsamt in Hauspflege gepflegt. Das heißt über die Sozialämter.
statt über die Krankenkassen. Ja. Ja? Und nun sieht es so aus, dass einer von den ganzen Heimen ist gesund, das ist der Inhaber. Und der hat das richtige Parteibuch in der Tasche. Nicht? Richtig, ja. Und der wird gefördert, bis geht nicht mehr. Ja? Das kommt alles aus dem Steuersäckel. Und das ist das, was wir verabscheuen. Wir stehen auf den Standpunkt, dass nicht nur alte Leute eine Betreuung haben dürfen, die nicht zweiter Klasse ist, zum Beispiel wenn ich jetzt zuckerkrank bin, dass ich dann, ich bin wohl darauf angewiesen, weil ich selbst meine Hände vielleicht nicht mehr ruhig halten kann und mir die Injektion selber geben kann, bin ich auf die Pflegekraft angewiesen, die dann eine halbe Stunde braucht, um mich aufzusuchen und braucht ganze 2 Minuten, um mir die Spritze zu geben und sagt, na, mir geht's wohl wieder besser, nicht wahr? Es tut mir leid, ich kann mich nicht viel mit Ihnen unterhalten, ich muss weiter. Ja. Wenn ich so behandelt werde als alter Mensch, dann möchte ich der Hund des Nachbarns sein, den kommt man mir entgegen und bitte nie mehr Zeit. Das nenne ich keine Altenbetreuung, sondern das müsste wirklich strafrechtlich verfolgt werden. Ja, dass man diese Leute sich selbst überlässt und großkotzig sagt, für die Alten wird gesorgt, das stimmt gar nicht. Nee. Ich kann Adressen nennen. Ich sage immer wieder, ihr müsst gar nicht Brot für die Welt spenden im Ausland. Wir haben hier wahnsinnig viel Not. Ich kann die Leute nennen, bloß die sind zu stolz, die essen lieber Mehlkleister, die könnten zum Mittagessen einladen, die würden nicht kommen. Ja, weil sie zu stolz sind, das anzunehmen. Genauso sieht es mit der verflixten Wohlfahrtsunterstützung, die heißt ja jetzt anders, nicht? Das ist ja auch ein Rechtsanspruch der alten Leute, bloß man hält dann die Angehörigen einen Wisch unter die Nase, dass sie das zurückbezahlen sollen. Und das ist auch eine Sache, die auch strafrechtlich verfolgt werden müsste, denn wenn ich als Normalbürger das tun würde, würde ich aus Knast ja nicht rauskommen. Ich als junger Mensch habe bezahlt für den Fall, dass ich Not leide. Das heißt für den Fall, dass ich unverschuldeten Not gerate. Das heißt das wortwörtlich. Jedem Menschen muss geholfen werden, den unverschuldeten Not gerät. Also das heißt, wenn ich jetzt erwerbslos werde oder Rentner werde und ich kriege meine Rente noch nicht, was ja eigentlich mit dem Geburtstag anfallen müsste, da müsste es schon da sein. Manchmal dauert es noch ein halbes Jahr länger. Und gehe dann zum Sozialamt, dann wird mir das alles abgezogen. Ja, sodass man sagt, das ist ein Rechtsanspruch, in Wirklichkeit nimmt man sie weg. Man ist sogar so niederträchtig, dass man zum Beispiel jetzt, der alte Mann hat für seinen Teil bezahlt, weil er in Not geraten ist, der Sohn auch, und der Sohn soll für eine Sache zweimal bezahlen. Ja, er selbst sorgt für seinen alten Teil, dass er versorgt wird, wenn es soweit ist, und soll für den Vater noch zurückzahlen. Also er wird doppelt belastet für eine Sache, das wäre genauso, wenn ich ein Grundstück 10-mal verkaufen würde. Ja? Genauso so ist das in diesem Falle. Ja. Du beziehst dich da im Prinzip auf das bürgerliche Gesetzbuch, und da ist es so, dass ja Unterhaltsverpflichtung, also in dem Fall also Hilfe auch zum Leben, geregelt wurde. Das war im letzten Jahrhundert, wenn man so will. Ja. Und zwar bei Verwandten ersten Grades. Also deine Kinder haben Ansprüche gegen dich. Und wiederum deine Eltern hätten auch Ansprüche gegen dich und du wiederum natürlich auch gegenseitig. Du hast auf deine Kinder Ansprüche und du hast Ansprüche auf deine Eltern. Und ich meine, das ist natürlich alles nicht geregelt, und trotzdem haben wir ja einen Sozialstaat. Es gibt auch das Bundessozialhilfegesetz, wo dieser Satz herstammt, den du gerade zitiert hast. Nicht wahr? Jedem, der in Not gerät, dem muss geholfen werden. Und die wiederum regeln dann das so, dass sie feststellen, ob nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, also du Ansprüche hast, eben entweder gegen Eltern oder Kinder, ne? Oder die wiederum gegen dich oder wie auch immer. Und erst wenn das abgeklärt ist, ja, dass also da zum Beispiel nichts zu holen ist, weil entweder nicht vorhanden oder kein Geld oder so weiter, ja, dann würden sie dir also das absolute Minimum in Anrechnung vielleicht, dann, also ist ja auch nur Bezuschussung, das heißt in dem Fall der Rente würdest du es jetzt zurückzahlen müssen, wir zurückgeben. Nur, die Frage ist ja jetzt rein rechtsphilosophisch gesehen, warum hat man das gemacht? Es gibt natürlich bestimmt eine Menge guter Gründe, warum so ein bürgerliches Gesetzbuch existiert, aber ein Grund ist natürlich auch vollkommen klar, nämlich, dass der Gesetzgeber, also in dem Fall der Staat, ein Werk, ja nicht nur wir, das war ja damals noch Kaiserreich, ne, bürgerliches Gesetzbuch, ne, ein Staat, das heißt die Regierungsvertreter, wer auch immer die Folge jetzt angetreten hat, sich aus der Verantwortung stehlen will. Denn die Frage ist doch zu stellen, wie kann es überhaupt möglich sein, dass ein Kind oder Elternteil Ansprüche gegenüber man selbst also verwirklicht, ja, also in eine Notlage, anders kann man es ja nicht ausdrücken, gerät.
Und dann müssen wir nochmal gucken, ja, was sind denn die Notlagen im Normalfall? Entweder ist es Krankheit, ja, dann fragt man sich, wozu haben wir eine gesetzliche Krankenkasse? Oder aber es ist Arbeitslosigkeit, ja, dann fragt man sich, na, was tut denn die Regierung, um die Arbeitslosen zu beseitigen? Oder was tun die Gewerkschaften, um die Arbeitslosen zu beseitigen? Es war ja ein langer Denkungsprozess, muss man sagen, beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich habe heute die Meldung gehört, dass der Herr Mayer also gefordert hat, das Recht auf Arbeit, nicht? Also die zunehmende Wiedervereinigung steht ja jetzt also ins Haus, vielleicht schon zu Weihnachten, wenn man so will. Die reden immer von